Bei strömendem Regen begegneten wir in Oberwald dieser fauchenden Maschine. Eine Zahnradlok. Wenig einladendes Wetter für eine Zugfahrt. Aber morgen ist auch noch ein Tag und da sehen wir Lok 9 im Betriebswerk Rehalb wieder. Die Lok wurde 1914 von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur, kurz SLM, gebaut. Als Lok Nummer 9 reihte sie die ehemalige Brick-Furka-Disentis-Bahn in ihren Bestand ein. Mit dieser Bahngesellschaft beginnt die spannende Geschichte der heutigen Dampfbahn-Furka-Bergstrecke. Der Erste Weltkrieg unterbrach den Bau der Strecke, sodass vorläufig nur der südliche Streckenabschnitt zwischen Brick und Gletsch provisorisch befahren werden konnte. Nach dem dadurch bedingten Konkurs der Bahngesellschaft gingen alle Loks, inzwischen 10 an der Zahl, an die neu gegründete Furka-Oberalbbahn, die 1926 den durchgehenden Betrieb von Brick nach Disentis aufnahm. Lok 9 ist eine der 6 Loks, die 1990 in einer spektakulären Aktion aus Vietnam zurückgeholt wurden. 3 davon zerlegt als Ersatzteilspender. Die französische Kolonialverwaltung hatte sie für den Einsatz in Französisch-Indochina von der FO erworben. Die Aktion Back to Switzerland erfuhr damals großes Medieninteresse und trug sicher zum Erfolg bei der Reaktivierung der Furka-Bergstrecke bei. Unzählige Arbeitsstunden von Freiwilligen, den sogenannten Fronis, waren dazu nötig und sind es bis heute noch. 2 Loks, Nummer 1 und 9, wurden inzwischen in Meiningen aufgearbeitet. Im Lokschuppen weitere Schätzchen. Die Weißhorn gehört zu einer Serie von 8 Loks, die für die Brick-Zermatt-Bahn gebaut wurden. Auch sie wird an diesem Tag Dienst tun.
Tja, mit vereinten Kräften ist auch eine Dienstmasse von fast 30 Tonnen zu schaffen. Naja, ein paar Vorräte müssen noch nachgefasst werden. Die einen sind im Fahrbetrieb beschäftigt, andere sorgen, besonders in ihrer Freizeit am Wochenende, für die Erhaltung des bisher Geleisteten. Noch etwas wolkenverhangen zeigt sich das Tal der Furka-Reuss. Lok 9 kommt von einer kurzen Erkundungstour zurück und setzt an unseren Zug. Im Hintergrund sieht man kurz die Einfahrt zum neuen Furka-Basistunnel, der 1982 eröffnet, einen ganzjährigen Betrieb dieser Alpentransversale ermöglicht und die Fahrt über die Bergstrecke eigentlich überflüssig macht für den eiligen Touristen. Aber die wissen nicht, was sie versäumen. Leider kam gerade kein Zug, den man hätte filmen können. Bei unserem Besuch 1994 erwischten wir einen Autozug. Im Vordergrund sieht man noch die herausgerissenen Schienen, die zur Furka-Bergstrecke führten. Gelegentlich werden sie noch als Klettergleis montiert, wenn Transporte das Gelände der Dampfbahn erreichen müssen. Das Augenmerk der engagierten Eisenbahner war damals hauptsächlich noch auf die Instandsetzung der Strecke gerichtet. Die neue Fahrzeughalle fehlte noch. Die beiden Vietnam-Loks waren erst ein Jahr vorher aus Meiningen zurückgekommen. Unsere Lok 9 trug noch ihr kobaltblaues Farbkleid und vorübergehend die Nummer 2. Anlässlich einer Revision in 2013 wurde sie in ihren Auslieferungszustand zurückversetzt und wieder schwarz lackiert. Doch wieder zurück in die Gegenwart. Noch ein Erinnerungsfoto. Es pressiert.
Sicher schön. So, guten Morgen miteinander. Verstehen Sie alle Deutsch? Ja. Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch. Ja. Ich begrüße euch recht herzlich auf der Dampfbahn Burgenwegstrecke. Wir fahren auf Oberwalds. Wir sind eine konzessionierte Bahn, die etwa von 600 Freiwilligen betrieben wird. Also wir können vom medizinischen Bereich über alles mit Freiwilligen abdecken. Kurz 2-3 Sachen, die Sie wissen müssen. Sie können auf die Plattform gehen, Maximum 4 Personen. Kind ist Begleitung. Einfach ein bisschen abwechseln. Okay? Dann haben wir jetzt 3 Tunnel. Tunnel reingehen und die Fenster und Türen zutun. Da gibt es Funkenflug. Wir haben schon erlebt, dass jemand im Minus und Funken in die Unterhosen runter ist. Die Tochter von einem Chef von uns, sehr unangenehm. 3 Tunnel und nachher ins Flug kannst du nichts mehr. Ja? Gut, dann würde ich noch schnell Ihre Filet kontrollieren. Es ist übrigens der zweite Wagen, ist immer am exponiertesten. Ja, aber die Bitte ist auch gut, oder? Wir überqueren den Steffenbach-Tobel. Während einer Wandertour im Jahre 2003 kamen wir zu Fuß an der imposanten Klappbrücke vorbei. Da jedes Jahr hier Lawinen niedergehen, wird sie für die 7-monatige Winterpause ab und im Frühjahr wieder aufgebaut. Dank der raffinierten Konstruktion dauert das meist nur je einen Tag. In der Station Tiefenbach sind Zugkreuzungen möglich.
Hier in der Station kurz vor dem Furka-Scheiteltunnel endete 1993 vorläufig der Dampfzugbetrieb. Im Jahr 2000 ging es weiter bis Kletsch. 10 Jahre später war dann Oberwald erreicht. Naja, 7 Schweizer Franken für eine Bratwurst zahlt man gerne. Möchte man doch Zielstrebigkeit und Elan der Fronis unterstützen. Im schicken Blau kommt uns die Furka-Horn als DFB-Lok Nummer 1 entgegen. Auch sie wurde aus Vietnam zurückgeholt. Die Furka-Passstraße liegt vor uns. Die Diesellok hilft auf den letzten Metern bis zum Scheiteltunnel. An diesem Straßenübergang ist der Weiterbau der Strecke lange gescheitert. Musste doch hier die Zahnstange, anders als zu Zeiten der FO, unterbrochen werden. Das geschah durch Veränderung der Trassenneigung. Zum ersten Mal fällt unser Blick auf den Rhone-Gletscher, beziehungsweise das, was von ihm übrig geblieben ist. Zu Zeiten des Bahnbaus reichte er bis an die Hotels dort unten und gab dem Glacier Express seinen Namen. Als wir 1994 schon einmal hier waren, konnte man noch vom Parkplatz des Hotels Belvedere von oben auf den Gletscher gucken. Und die Eishöhle noch ebenerdig erreichen. 11 Jahre später nur noch über ein abenteuerliches Gerüst. Zurück in der Gegenwart.
Das Blauhaus kommt in Sicht. Es war einst die Dependance des Hotels Glacier du Rhône, vorübergehend Unterkunft für die Fronis der DFB und seit kurzem in Privatbesitz. Kletsch ist erreicht mit seinem frisch renovierten Bahnhofsgebäude auf der anderen Seite der jungen Rhone. Auch eine Diesellok der Matterhorn-Gotthardbahn HGM 44, die Nummer 61, ist heute im Einsatz. 2003 ging diese Bahngesellschaft aus der Fusion der FO und der Brick-Zermatt-Bahn hervor. Die Gespräche drehen sich natürlich auch hier um den Rückgang des Gletschers. In den 1850er Jahren erwarb die Hoteliers-Dynastie Seiler, der Name ist uns aus dem Film über die Connergratbahn schon ein Begriff, eine kleine Herberge und erweiterte sie zum Hotel Glacier du Rhône mit in Spitzenzeiten bis zu 320 Gästebetten. Das Hotel hatte seine Blütezeit während der Gründerzeit der Belle Epoque. Lassen wir uns ein wenig von der Atmosphäre jener Jahre verzaubern. Heutzutage geht es im Schnellrestaurant ganz anders zu. Ganz modern dagegen schon. In der ehemaligen Hotelgarage finden wir ein kleines Wasserkraftwerk, einst mittels Druckleitung vom Totensee auf dem Grimselpass mit Wasser versorgt. Die anglikanische Kapelle wurde 1907 und 1908 erbaut. Gut betuchte Engländer gehörten damals zum wichtigsten Klientel des Hauses. Inzwischen kommt schon wieder der blaue Zug den Berg herunter. Den Vorgang haben wir etwas beschleunigt. Heute Vormittag ist er uns bergwärts fahrend begegnet.
Bevor wir uns auf die Reise machen, schauen wir dem Bahnbetrieb noch etwas zu. Jetzt sind auch wir auf dem letzten Teilstück hinunter nach Oberwald. Bei unserem Besuch 1994 erklärte uns der Busfahrer den Verlauf der Strecke, von deren Wiederinbetriebnahme damals nur wenige zu träumen wagten. Hier vorne können Sie auch noch schön einen Wendetunnel sehen. Hier das untere Portal und das obere Portal haben Sie vielleicht beim Runterfahren gesehen. Das ist da oben bei der Stützmauer. Kann man sich gut vorstellen, dass das Trasse eine Schlaufe machen muss, um diese Steigung zu überwinden.
Und hier nun die neue Lösung für einen Straßenübergang mit Zahnstange. Dieses Bild kennen wir schon vom Beginn unseres Filmes. Nein, hier ist Endstation. Mit dem fahren wir aber wieder zurück. Von hier aus. Wir müssen nicht zurückfahren, sondern bleiben noch eine Nacht in Oberwald, bevor es weitergeht nach Zermatt. Doch davon berichten wir in einem anderen Film. Bin ich auch vorwärts raus. Gib mir doch alles raus. Super. Dem wäre nichts hinzuzufügen, wenn da nicht doch noch ein kleines Malheur passiert wäre. Das werden 2 Mann das machen. Hat er abgerissen? Der hat es verstanden. Gehen wir schon darüber. Ja. Ah, oder 200. Ja.